Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU20 und das Avatar Race ist nun offiziell vorbei. Heute Morgen um 10 Uhr ist das Ganze gefinisht worden. Wir waren live dabei, haben das Ganze verfolgt mit euch zusammen. Und ja, die Gewinner stehen fest, ja. Wir haben hier viele Leute, die sehr viele hohe Level erreicht haben, ja. Es war zum Schluss nochmal spannend zwischen zwei Klassen, und zwar bei den Dämonenjägern, zwischen dem Drössi und Love, ja. Bei den beiden war es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ansonsten bei den anderen Klassen hat sich das alles schon relativ frühzeitig entschieden, muss man sagen, wodurch dann die Leute ja, relativ entspannt gegen 10 Uhr die meisten Klassen zumindest sich zurücklehnen konnten und ja, die Show genießen konnten sozusagen, haben sich das Ganze natürlich auch verdient. Viele Leute haben ja, die letzte Nacht auch mehr oder weniger durchgemacht, konnten kaum schlafen, war natürlich auch sehr aufregend, haben noch in der Nacht gepusht, um halt eben so ein bisschen, ja, noch so ein paar Level zu machen und um halt eben ein bisschen beruhigter an die Sache jetzt ranzugehen, ja. Turor und Aurikos, das waren ja bestimmt einige, die auf die beiden geguckt haben, wer das Rennen machen wird. Bei Turor ist es so gewesen, dass er hier diese Charakterbeschreibung angenommen hat, irgendwie einen Tag bevor das Avatar Race zu Ende gegangen ist, und hat halt quasi geschrieben, dass er halt eben niemals für einen Contest für solch einen Avatar gehen wird. Er mag das Spiel sehr, er spielt gerne Serverstarts und sowas, ne? Und er würde immer aufgeben am letzten Tag, wenn halt eben solch ein Avatar involviert ist. Ja, das ist natürlich ein bisschen, ja, schade, sag ich mal, für uns Zuschauer, dass jetzt halt eben, ja, sowas am letzten Tag hier geschrieben worden ist. Ich sag mal so, diese Charakterbeschreibung hätte man ja auch schon an Tag 1 reinschreiben können, dann hätte man von Anfang an Bescheid gewusst, so, ne? Aber dann das nochmal hier am letzten Tag. Ja gut, muss man so respektieren, ist so wie es ist, und ja, dadurch stehen halt jetzt eben die Gewinner fest und wir haben sie hier auch einmal in der Liste festgehalten. Wir haben hier einmal bei den Kundschaftern den Aurikos BBQ von Imbiss69, ja, mit Stufe 304, der ein Avatarbild in seiner Klasse gewonnen hat. Dann haben wir hier einmal Bahamas Woe als Druide von Freedom, ja, der hier für seine Klasse das Bildchen gewonnen hat. Dann haben wir hier Datalized, ja, bei Imbiss 69 mit der Klasse der Nekromanten, der gewonnen hat. Daddy Dishwasher als Berserker bei Imbiss 69. Dieseldirk 69 bei Freedom als Krieger, dann Donar Kebabson als Bade beim Imbiss, dann haben wir hier den Drössi beim Imbiss als Dämonenjäger, Frieren als Magier bei Imbiss, Himmel bei Imbiss als Paladin, den Agibijam bei Imbiss als Assassine und der Schafe als Battle Mage bei Freedom. Ja, für die Leute, die fragen sollten, bei Freedom spielt ja auch noch ein weiterer Battle Mage, der Stufe 268 ist. Das ist allerdings Capsule, ihr seht ja schon, das Content Creator hier, ne? Und der ist natürlich aus dem Battle hier rauszunehmen. Ja, die Content Creator dürfen halt eben bei sowas nicht mitmachen, ne? Herzlichen Glückwunsch nochmal von mir an der Stelle an jeden, der hier gewonnen hat. Wirklich GG's. Habt ihr euch wirklich mehr als verdient. Krasse Leistung von jedem Einzelnen hier, der ja, das Bildchen gewonnen hat. Aber ich habe es auch schon im Stream gesagt, an alle Leute, die hier oben mitspielen sollten und kein Bild gewonnen haben. Es ist trotzdem eine extrem heftige Leistung, was ihr hier auf jeden Fall auf EU20 so, ja, vollbracht habt, ne? Jeder Einzelne hier in der Top-Rangliste. Das ist wirklich unglaublich, in welcher Dichte die Leute hier bei den Leveln so zusammenstehen und wie hart hier einfach auf dem Server gepusht worden ist, so, ne? Wir haben hier viele, also man guckt natürlich jetzt so auf die Avatar-Gewinner, aber wir haben natürlich auch viele Leute hierbei, die wirklich ähnlich hohe Level erreicht haben oder so um die knapp 300 so erreicht haben, und dann wurde es halt eben nichts mit dem Avatar. Die sollte man aber eben auch
genauso gut auf dem Schirm haben, weil die natürlich auch eine sehr, sehr heftige Leistung hier erzielt haben auf dem Server. Deswegen GZ auf jeden Fall an die ganzen Leute, die hier auch eben gepusht haben, es aber leider jetzt nicht zu einem Avatar-Bild geschafft haben. Es ist trotzdem auf jeden Fall ziemlich heftig, was hier auf dem Server so passiert ist, was hier so abgeht. Ne? Deswegen trotzdem nochmal GZ an alle Leute hier. Und ja, wir haben auch nochmal eine kleine Übersicht hier vom Nachbar bekommen. Ja, da haben wir nochmal hier die Namen mit den Klassen und welches Level sie zu dem Zeitpunkt erreicht hatten. Ne? Falls sich das jetzt schon wieder abweicht hier, dann haben wir hier einmal nochmal kurz die Level zusammengefasst. Und ja, Drössi ist jetzt schlussendlich der Level-höchste am Ende des Avatar-Races. Ne? Es waren insgesamt 2 Leute, der Cem und Love auf 315. Und dann hat zum Schluss nochmal der Drössi einen 0,00%igen Dungeon gelegt und hat nochmal sich den ja, letzten Vorteil nochmal verschafft und hier Love nochmal abgehängt. Es war nochmal knapp zum Schluss. Drössi hatte ja nochmal einen Gegner gelegt gehabt. Vorher hätte Love genauso gut noch einlegen können, dann hätte Love Drössi überholt. Aber dann hat Drössi nochmal kurz vor 10 Uhr einen Dungeon getried, der 0,00% hat. Ja. Für die Leute, die das nicht wissen sollten, bei SF-Tools kann man sich ja die Chancen ausrechnen lassen und es gibt quasi einen Unterschied. Es gibt ja sowas wie 0,01, es gibt 0,00 und es gibt Not Possible. Ja? Und die Gegner, die Not Possible sind, die sind wirklich 0 aus 1 Million. So, ne? Also die sind wirklich, die werden niemals fallen. So, ne? 0,01, da hast du vielleicht so, keine Ahnung, da hast du vielleicht so, weiß ich nicht, vielleicht 100, 500 Tries aus 1 Million, wo mal so einer liegen könnte, vielleicht noch weniger, aber bei 0,00% ist der Gegner quasi machbar, aber er ist eigentlich unmöglich. So, ne? Also er ist legbar, aber die Prozentchance ist so gering, dass quasi bei der 0,00%igen Gewinnchance eine 30 aus 1 Million Tries dabei stattgefunden hat. Ja? Also 30 Tries aus 1 Million quasi war hier die Chance. Ich glaube, das war bei, also wenn man das in Prozentchancen ausrechnet, war das bei 0,0003, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also wirklich extrem unwahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine 0 zu 4 war oder nicht, aber 30 aus 1 Million, wisst ihr ungefähr das Verhältnis, oder 1 aus 30.000. Das ist quasi so der Maßstab, der hier gesetzt worden ist, und den hat Drössi nochmal kurz vor Ende gelegt. Den Try hätte ich gerne gesehen, aber das muss auf jeden Fall heftig gewesen sein. Chat ist ausgerastet da und deswegen, ja, GZ auch nochmal an der Stelle. Insgesamt haben wir hier 1, 2, 3 Chars, die bei Freedom gespielt haben, die sich ein Avatar-Bild geholt haben. Und die restlichen sind alle bei Imbiss gelandet, die sich hier das Avatar-Bild verdient haben, erkämpft haben, erpilzt haben. Ja? Und deswegen auf jeden Fall eine krasse Leistung und heftig. Muss man wirklich so sagen, dass halt eben, ja, Freedom hier nochmal so wirklich kurz vor knapp sich eine Gilde erstellt hat, eine Woche bevor der Server startet, und hat halt eben, ja, spontan hier auf dem Server nochmal gestartet. Ansonsten ist es wirklich krass zu sagen, aber ansonsten hätten sich wahrscheinlich alle aus einer Gilde das Profilbild geholt. Also ja, wahrscheinlich wäre es so darauf hinausgelaufen. So wäre Freedom nicht gewesen, die noch ein bisschen Konkurrenz gemacht haben, wäre wahrscheinlich Imbiss eine Gilde, wo alle Avatarbilder gelandet wären, und das wäre schon, also das wäre unglaublich gewesen. Also das wäre wirklich heftig. So, ne? Deswegen, ja, krass auf jeden Fall. GG's an die Leute, die gewonnen haben, GG's an die Gilden. So sieht auch hier nochmal der Elevator aus. Auch absolut gestört für IO20-Verhältnisse. So jung ist der Server und so viele Höllenmarken schon. Es ist wirklich verdammt, verdammt crazy. Ne, mittlerweile haben wir knapp 50.000 Spieler hier, die sich registriert haben auf dem Server jetzt, und das nimmt auf jeden Fall auch gut Fahrt auf, muss man sagen. Ne? Also mit, ich glaube, 20.000 Spielern waren Leute hier vorab registriert auf dem Server, und da kamen jetzt
innerhalb der letzten 10 Tage jetzt nochmal so knapp 30.000 Spieler dazu. Also der Server ist auch echt gut, also der läuft gut an auf jeden Fall, ne? Ja, ich bin gespannt, welche Leute hier noch so weiterspielen werden, ne, welche Leute hier aufhören werden und ja, wie das Ganze so weitergeht hier auf EU20, ne? Aber jo, das war auf jeden Fall ein schöner Serverstart, ein schönes Avatar-Race und war sehr, sehr spannend, das die Tage mit über zu begleiten auf jeden Fall. Ne? Vorab sich schon ein paar Gedanken zu machen, ne? Vorab sich die Leute rauszusuchen, wer geht hier am Start, ne? Wer geht auf Avatar-Bild und so. Ne? Wir haben ja vorher uns schon mit Gedanken zu dem ganzen Thema gemacht und haben das Ganze dann hier dokumentiert und aufgenommen. Ja, weil ich da, obwohl ich nicht selbst dran teilnehme, auch voller Vorfreude auf das Ganze gewesen bin. Und ja, ich kann mir nur erahnen, wie es für die Mitspieler hier gewesen ist, die da drauf gegangen sind. Wenig Schlaf, viel Aufregung, ne? Teilweise Paranoia, dass Leute einen einholen, so, ne? Deswegen ist schon auf jeden Fall eine ziemlich krasse Challenge und deswegen, jo, schon sehr interessant auf jeden Fall, wahrscheinlich als Teilnehmer auch da, vor allem bei den letzten Minuten, da zittern einen wahrscheinlich so ein bisschen dann auch die Knie hier und da, ne, wenn man sich nicht schon einen Vorteil erpilzt hat. Aber Freunde, das soll es soweit gewesen sein. Wir werden noch ein bisschen weiter auf EU20 spielen, noch so ganz easy peasy, noch ein bisschen chillig, ein bisschen ja, Dungeons pushen und sowas, ne? Aber ansonsten war das erstmal soweit. Ja, meine Hauptaufgabe hier auf dem Server, das Avatar Race zu begleiten und halt den Account von Hunrizzle zu pushen, der ja auch nach wie vor wirklich sehr, sehr gut dabei ist, ne? Also Hunrizzle auch hier an der Stelle. Wo ist er jetzt? Ich hatte ihn doch vorhin gerade gesehen. Hier ist er. 247 jetzt mittlerweile, ne? Also gibt hier auch auf jeden Fall weiterhin Gas auf dem Server, muss man so sagen, ne? Deswegen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.